Ich krieg ein Brötchen. Eine Bulette bitte. Mann, du siehst ja heute Morgen verpennt aus. Ey, hast du schlecht geschlafen oder was? Herzlich willkommen zum neuen Video und diesmal geht es darum, was du niemals in der Schweiz sagen solltest. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch gerne einen Like da und abonniert kostenlos unseren Kanal. Wenn ihr weitere Auswanderer-Videos sehen wollt, dann schreibt mir noch bitte mehr davon in die Kommentare und ich mache gerne mehr Videos für euch. Fangen wir mal mit dem klassischen Beispiel an, der Deutsche in der Schweizer Bäckerei. Da sagt man immer oder liest überall, dass man immer sagt, ja, ich krieg 3 Brötchen. Oder das und das bitte. Das ist natürlich viel zu direkt. So redet man nicht in der Schweiz, denn es ist eher so, dass die höfliche Bitte die Aufforderung ersetzt. Das heißt, ich würde in die Bäckerei gehen, würde erstmal ein schönes Grüezi miteinander sagen und dann würde ich vielleicht sagen, ja, ich hätte gern 3 Brötchen zum Mitnehmen, die und die finde ich super lecker, das schmeckt mir gut, vielen Dank. So. Einfach viel höflicher. Der Deutsche ist eher gewohnt, ja, so straight Befehlston zu geben und dann macht derjenige schon, was ich will und so, weil der steht ja jetzt in meinem Dienst sozusagen, ja. Das ist hier absolut nicht so und da können wir eigentlich zusammenfassen, dass die Aussprache, die Formulierung, die Wortwahl, im Endeffekt der Ton macht die Musik. Das ist hier wirklich noch so in der Schweiz, denn man ist es hier gewohnt, sich die Meinung zu sagen und Kritik aneinander zu äußern, aber diese Kritik ist nie so direkt wie bei uns. Wir würden zum Beispiel sagen, ja, das sieht nicht gut aus, mach das nochmal so und so. In der Schweiz herrscht so ein bisschen die Regel, mehr positive Sachen als negative Sachen. Da würde man zum Beispiel sagen, hey, du hast das ja wirklich gut gemacht, mir gefällt das und dass es so schön geworden ist im Endeffekt und das. Wo du vielleicht noch ein bisschen verbessern könntest, wäre das. Ganz wichtig ist dabei auch, wenn dir derjenige gegenüber etwas sagt, dass du ihn ausreden lässt. Du sprichst ihm nicht einfach ins Wort oder so, unterbrichst ihn, weil es jetzt eigentlich gar keine Rolle spielt, was er zu sagen hat, denn du bist der Chef gerade in dem Moment und er hat das im Endeffekt schlecht gemacht und er soll das besser machen. Das macht man in der Schweiz nicht, denn die Schweizer sind sehr kritisch in ihrem ganzen Alltag und hinterfragen sich sehr oft, um im Endeffekt die bestmögliche Qualität aus einer Arbeit herauszuholen. Das sieht man auch in Schweizer Qualitätsprodukten wie Uhren oder so zum Beispiel. Über die Jahre hat sich das eben ausgezahlt und da sieht man, dass die Schweizer ja irgendwie doch auf dem richtigen Weg sind. In der Schweiz gibt es ja sehr viele Dialekte. Oft ist es auch so, dass die Schweizer sich untereinander gar nicht verstehen, weil der Dialekt so speziell ist. Das macht es natürlich noch schwerer für uns Deutsche, diesen Dialekt zu verstehen. Oder auch für Ausländer, die gar kein Deutsch sprechen, die hier Deutsch lernen und dann auf einmal vor Schweizerdeutsch stehen. Die wissen manchmal gar nicht, was da jetzt gesprochen wird. Somit ist es aber in der Schweiz auch angebracht, deinen eigenen Dialekt einfließen zu lassen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass ich einen Dialekt habe, ja. Aber ich habe einen Ossi-Dialekt anscheinend. Und das haben wir erst später gemerkt, weil uns das gesagt wurde, dass wir so Wörter wie Weste oder Och oder sagen wir mal jetzt ostdeutsche Dialekte, ja, die ich vorher gar nicht kannte, weil mir das nie bewusst war. Deswegen auch hier wieder in diesem Video der Punkt, sag niemals, dass in der Schweiz die Sprache irgendwie süß oder niedlich klingt oder so. Das habe ich schon in meinem anderen Video erwähnt, was ihr niemals machen solltet in der Schweiz. Das könnt ihr übrigens hier oben anschauen, das verlinke ich euch mal da. Auf jeden Fall sag niemals, dass es süß ist, wenn derjenige sagt Schemeli, Vötteli oder Schokibrötli. Das ist ja einfach so, man redet hier so und ja, wie wir bei uns Weste und Och sagen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, was für uns relativ normal ist, dass wir jemanden am Morgen sagen, Mensch, du siehst aber heute nicht so gut aus, hast du schlecht geschlafen oder so. Das ist in der Schweiz zum Beispiel viel zu direkt, das würde man nie machen oder das ist sehr unhöflich, das zu machen. Das habe ich auch mit meiner Kollegin letztens besprochen und so und sie meinte auch, ja, das kommt eher nicht so gut an. Man würde das so ein bisschen umschreiben dann im Endeffekt, ja. Da habe ich ein Beispiel für euch von meinem Kollegen, mit ihm habe ich drüber gesprochen und er hat sich die Haare kurz geschnitten. Also einfach sehr kurz. Vorher hatte er lange Haare. Und dann kam einfach jemand und hat gesagt, du, ja, sieht ja ganz gut aus, ne, aber die langen Haare, die standen dir eigentlich besser und so. Und da war er so verpört darüber, hat gesagt, ja, wie kann er das sagen und so, er hat gar nicht das Recht dazu. Er wurde nicht nach seiner Meinung gefragt und so und das fand ich total unhöflich. Erst dachte ich so, ja, ist ja normal, ne? So als Deutscher so gut. Aber eigentlich hat er schon recht, weil er hat sich ja dazu entschieden, das zu machen. Er findet das gut, er freut sich darüber. Und das ist ja sein eigener Körper, seine eigene Entscheidung, was er damit macht. Und dass da jemand sagt so und so, eigentlich hat er wirklich nicht das Recht dazu. Das musste ich auch erst lernen, habe ich mir mittlerweile angenommen. Und ich finde es eigentlich
eine gute Sache. Lass mich nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass die Bitte die Anweisung übersetzt. Das finde ich sehr, sehr wichtig und das ist eigentlich der häufigste Fehler, der Einwanderern passiert, wenn sie hier in der Schweiz arbeiten, wo wir zum Beispiel schreiben würden, hey, ich habe den Text gelesen, du hast einen Fehler auf Seite 2, berichtige das noch bis morgen. Sagt der Schweizer zum Beispiel, ich habe deinen Text bekommen, ich habe die Mail gelesen, du hast das wirklich klasse gemacht, der Aufbau ist cool und so, das hast du auch toll formuliert. Mir ist dabei aber aufgefallen, dass du auf Seite 2 etwas geschrieben hast, was ich so vielleicht anders schreiben würde, oder bist du dir da sicher, dass du das auf Seite 2 so schreiben möchtest? Das heißt im Endeffekt, korrigier den Fehler. Und wenn du dir da nicht sicher bist, wenn du hier bist, ist es immer besser, sich eher Feedback einzuholen, als das gar nicht zu machen oder ja, irgendwie aufzuschieben. Wenn zum Beispiel jemand schreibt, hey, bis morgen muss noch ein Bericht geschrieben werden, ich habe gesehen, deine letzten beiden Berichte waren auch super klasse, wärst du bereit bis morgen das eventuell zu schreiben? Und ich schreibe, nö, habe keine Zeit. So. Erstmal geht das gar nicht. Man würde zum Beispiel schreiben, ja, heute eher nicht, ich bin vielleicht so und so beschäftigt, weil ich habe noch das und das und das zu tun. Wäre es für dich denn möglich, jemand anderes zu fragen oder irgendwie so? Also man holt sich ein weiteres Feedback ein im Endeffekt, ja. Und die Nachricht, die ich bekommen habe, heißt eigentlich, Roman, schreib diesen Text bis morgen. So, ganz einfach. Man könnte es natürlich direkter sagen, aber so ist das hier nicht in der Schweiz. Es wird eben sehr viel mehr Wert auf Höflichkeit und Respekt gelegt und den anderen nicht zu verletzen oder zu krass zu kritisieren. Das ist ganz, ganz wichtig und auf lange Zeit finde ich das wirklich schön und einen angenehmen Umgangston, wenn man einmal verstanden hat, wie was sich dahinter verbirgt eigentlich. Anders ist es zum Beispiel, wenn ich absoluter Fachmann auf meinem Gebiet bin und ich habe jetzt jemanden, der für mich einen Auftrag ausführt. Dann ist es natürlich so, dass schon eine direkte Äußerung gemacht werden kann, weil wenn das einfach schlecht repariert wurde oder das kaputt ist und das nicht richtig gemacht ist, dann muss der Fachmann schon Stellung dazu beziehen. Da ändert sich das dann wieder ein bisschen, da kann man dann nicht höflich bitten und so, weil wenn es da um Aufträge geht, wenn es um Geld geht oder Gesundheit von Menschen und so, da muss einfach ein klarer Umgangston herrschen. So habe ich das kennengelernt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was eure Erfahrungen sind. Eine Sache noch zum Schluss, die Schweizer sind sehr stolz auf ihr Land, auf ihre Produkte, auf ihr Schweizer Fleisch, die Schweizer Schokolade, den Schweizer Käse und so. Und jetzt einfach zu sagen, dass das absolut gar nicht schmeckt oder das so und so, das geht im Endeffekt nicht. Ist klar irgendwo, denn da ist sehr viel Herzblut in den einzelnen Produkten. Sie machen sich viele Gedanken, ihre Qualität immer weiter zu verbessern und man sollte da als Person zum Beispiel sehr viel Rücksicht drauf nehmen. Bei diesem Thema merkt man zum Beispiel ganz, ganz deutlich, was Respekt und Höflichkeit mit dem Produkt im Endeffekt auch zu tun haben. Da sollte man etwas vorsichtig sein. Man kann einfach sagen, ja, das schmeckt mir super gut und so, aber das mag ich vielleicht auch und so oder den mag ich auch und den mag ich auch. Nicht sagen, ja, die deutsche Schokolade ist viel besser. Das war's an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir noch gerne einen Like da und abonniert kostenlos unseren Kanal. Das könnt ihr direkt hier tun. Und hier oben verlinke ich euch weitere spannende Videos über die Schweiz und über das Auswandern. Vielen Dank fürs Einschalten, macht's gut und bis bald. Ciao!